Hi Leute, willkommen zu Dragen gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Heute bauen wir mal so einen ganz einfachen Holzknüppel. Ich habe mir da zwei Varianten überlegt. Also einmal so ein bisschen für Fantasy, so ein Schlagknüppel, und das andere wird so ein bisschen was für Endzeit werden. Ja, so eine Gewindestange mit einer Mutter oder Zahnrad. Man muss mal gucken. Ja, wenn das ganze Thema euch interessiert, Abo nicht vergessen, ne? Und teilen, liken, ne? Kennt ja, Kommentare, wenn es denn sinnvolle sind. Hoffe ich auf jeden Fall. Ich hoffe, die Videos bis jetzt haben euch alle gefallen. Denke ich mal schon, auf jeden Fall denen, die mich abonniert haben. Dann wollen wir mal loslegen. Dann sehen wir uns jetzt gleich, wenn wir die Dinger bauen. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns. Das können wir wieder entweder mit Pateks machen, oder ich mache es jetzt, damit es was zügiger geht, wieder mal mit Heißkleber. Ne? Oder halt beides. So, dann gehen wir jetzt erstmal hin. Ich habe da eine 10er Matte ausgeschnitten, ein 10×10. Ja. Das Teil hier, wie gesagt, könnt ihr immer behalten. Oder halt 10×12, aber das hier habe ich jetzt wirklich in 10×10, damit es auch nachher vernünftig rund wird. Wenn er 10×12 wird, das immer so ein bisschen eirig. So. Bevor wieder irgendeiner fragt, das sind Anthrazite-Matten. Ne? Das ist der normale Waffenbauschaumstoff von Lab Armory, und das hier sind Matten von dein Lab Shop in 6 mm. Die sind relativ feinporig, ne? Also schon nicht schlecht. Sind ein bisschen gummiartig, als etwas anders zu bearbeiten, aber ich finde relativ gut zu verarbeiten. Ne? Die habe ich jetzt mal so bestellt zum Testen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Kann man mit arbeiten. Ein bisschen steifer, aber so im Großen und Ganzen nicht übel. So, dann lasst ihr das jetzt erstmal schön auskühlen, damit das nachher auch richtig gut hält. Und dann fangen wir an, das Ganze zu wickeln. Ja, Leute, dann wollen wir mal, ne? Gucken, heiß hier noch. Erstmal diesen Streifen. Könnte sein, dass ich jetzt schon wieder übertrieben habe. Hätte besser wahrscheinlich wieder nur so ein Stück genommen. Das könnte jetzt wieder ein bisschen blöd werden. Ja, das wird nicht nur blöd. Das war jetzt eine blöde Idee, Leute. Und vor allen Dingen beim ersten Stück. Ich hätte besser wieder nur die Hälfte genommen. Also ja, machen wir jetzt nur die Hälfte. Muss man bei der anderen noch ein bisschen nachkleben. Jetzt bei der ersten Rundung müsst ihr halt ein bisschen länger drücken. Ich hätte besser wirklich wieder nur so ein kleineres Stück gemacht. Aber das ist immer, wenn man hier in den Videos halt immer was schneller machen will, damit ihr nicht so lange warten müsst. Da passiert das schon mal. Aber ist nicht so wild. So, das Ganze habe ich jetzt soweit hier erstmal geklebt. Dann gehe ich jetzt hin. Habe das jetzt quasi von 3 Seiten. Und mache jetzt hier noch so eine kleine Schräge rein. Müsst ihr nicht unbedingt machen. Ich mache es immer, weil ich irgendwie meine immer, dann wird das alles ein bisschen runder. Aber geht prinzipiell, kann man doch ohne machen. Macht da wieder so eine kleine Phase rein, so 45 Grad. Ja, einfach mal so drüber. Und dann gucken wir mal, wie wir das jetzt vernünftig geklebt kriegen. Da mache ich jetzt ein bisschen großzügiger. Also von der Fläche her. Und das Ganze ein bisschen schneller gewickelt haben. Also bei der Länge geht das. Das sind, glaube ich, so ungefähr 40 cm. Das ist eigentlich auch eine gute Länge für so einen kleinen Knüppel. Da müsst ihr auch noch keine Kabelbinder reinmachen. Am besten guckt ihr dann immer, dass ihr eine vernünftige gerade Oberfläche habt. So wird jetzt hier diese Schneidmatte. Und dann gehe ich immer hin, rolle ein bisschen weiter, wie ich geklebt habe. Und tue die dann immer wie mit so einem Nudelholz so ein bisschen hin und her wackeln. Ich habe immer so das Gefühl, dann klebt das nachher besser.
Und dabei ist dann halt immer wichtig, dass er immer guckt, dass er das gut trocknen lässt, beziehungsweise kalt werden lässt, dass das vernünftig dann hält. Ja? Also ruhig großzügig Kleber drauf. Bei Pattex ist es halt wieder mit beiden Seiten. Ne? Kennt das ja schon. Von den Dingern hier würde ich auch 2 machen. Weil ich 2 verschiedene Sachen machen will. Also einen normalen Holzklotz. Was heißt Holzklotz? Wenn er meint, dass das noch nicht, ich sage jetzt mal, noch zu flexibel für eure Zwecke ist, könnt ihr dann beim Rundkleben, könnt ihr noch 1 oder 2 oder 3, je nachdem wie ihr wollt, noch einfach Kabelbinder mit einkleben. Also einfach hier so mit reinlegen und dann kleben. Ne? Habt ihr ja in verschiedenen Videos schon gesehen. Ich gucke mal, ich glaube, ich habe hier auch noch einen. Das ist ein bisschen was kräftiger. Ne? Dann klebt ihr den einfach hier so mit ein. Aber mehr wie 2 würde ich nicht nehmen. Das reicht eigentlich dicke. Aber wie gesagt, bei den Teilen hier, die sind auf 40 cm, da muss man da nichts reinmachen. Das ist eigentlich relativ steif, sage ich jetzt mal. Jetzt könnt ihr natürlich hingehen, wenn das Ganze jetzt soweit abgekühlt ist. Bei manchen Sachen, das ist zum Beispiel, ich habe ja 2 gesagt, die ich gemacht habe. Jetzt habe ich bei dem Teil hier, den ich schon vorbereitet habe, habe ich hier mit Pattex noch geklebt. Also quasi hier noch so das letzte Stück. Kann man aber auch mit Heißkleber, geht auch. Da müsst ihr dann wieder gucken, schön sorgfältig an den Rändern auch. Weil da muss es nachher nämlich wirklich gut kleben. Können wir ruhig ein bisschen großzügiger wieder drauf machen. Nur nicht so viel, dass es dann überall rausquillt. Also immer noch so ein bisschen mit der Spitze was drüber gehen, um das ein bisschen glatt zu ziehen. Und dann quasi so auf die Kante drauf. Ja, und dann müsste das Ding quasi so ein paar Minuten so halten. Ja, immer so ein bisschen wippen vielleicht noch, damit das an den Kanten gut andrückt. Und dann müsst ihr halt warten, bis das Ganze abgekühlt ist. Schon habt ihr schon mal den Grundbau für den Knüppel fertig. Wie gesagt, das ist jetzt ein Stück gewesen, 40 cm lang und ich glaube 20 cm breit. Also hier die 6er Matte. Ja, und drinnen war halt Kernstab. Da könnt ihr dann nehmen, entweder nimmt ihr 10×12, dann wird es ein bisschen oval. Oder ihr macht dann halt 10×10, dann kriegt ihr so halbwegs rund hin mit 20 cm. Wenn ihr größere Hände habt, könnt ihr natürlich auch mehr wie 20 nehmen, wenn ihr halt was dicker haben wollt. Aber ich finde so, also ich sag jetzt mal, für meine Hände sind 20 cm ist eine gute Dicke, dass man die hier so gut halten kann. Ne? Also ich finde, das ist okay so, oder? Ne? Wird jetzt natürlich die Kante, schneide ich dann noch weg, dann wird es noch ein bisschen dünner wieder, beziehungsweise runder. Aber so soll es ja auch sein. Habt ihr keinen Knüppel, wo ihr hier so eine Kante habt. Wird ja scheiße aussehen. So. Du mal auf Seite. Na ja, gut. Den lassen wir mal ein bisschen abkühlen. Dann nehmen wir uns den anderen. Zwar gehen wir jetzt hin. Machen wir hier wieder so eine ungefähr so grob 45 Grad Schräge rein. Hier schon mal hin, dann schneiden wir hier ein Stück ab. Dann schneiden wir auch ein bisschen ab. Ja. Das ist ein bisschen Müll, den brauchen wir nicht. Und dann gehen wir hin. Ups. Da hätte ich schon fast das Mikro wieder runtergeschmissen. Gehe da hin, Schmirgelpapier und dann schmirgelt er da ein bisschen. So, das Ganze ist jetzt hier soweit abgetrocknet, beziehungsweise abgekühlt. Gehen wir jetzt einfach hin, schneiden von oben einfach hier so runter.
Das ist jetzt zum Beispiel hier der erste gewesen, den ich jetzt mit dem Patix geklebt hat. Also auf jeden Fall ja, hier also die Kante. Ja, dann habt ihr das schon so halbwegs rund, ein bisschen schleifen muss man immer. Das Ganze machen wir jetzt bei dem zweiten auch. Dann haben wir die zwei jetzt einmal komplett runtergeschnitten. Hier und da muss man schon mal noch ein bisschen nachschneiden. Dann nehmen wir uns wieder Schmirgelpapier und werden das Ganze noch ein bisschen nachholen von den Ecken, wo er dann geschnitten hat. So, das machen wir jetzt mit dem auch noch. Dann haben wir die zwei jetzt soweit geschliffen. Der, ups, Entschuldigung Leute, der hier, der ist ein bisschen runder geworden wie der. Ja, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Das geht aber eigentlich. Aber für den hier werde ich was anderes machen. Der hier, das wird ein normaler Holzknüppel. Da habe ich mir schon was überlegt. Und zwar, nehmen wir mal den weißen Edding. Ich brauche irgendwas als Maß. Ja, prinzipiell egal. Wir nehmen jetzt einfach mal hier das Teil. Gucken wir. Ja. Dann machen wir hier unten. Nehmen wir hier die Klebekante so ein bisschen als Anhaltspunkt. Ungefähr, muss jetzt nicht so genau sein. Machen wir einfach mal so eine Linie rundherum. Ne? Ihr seht, das geht ganz gut. Ihr müsst halt immer gucken, dass ihr irgendwo eine Linie findet. Werde ich jetzt hier, keine Ahnung, machen wir auch noch eine Linie. So, muss ich jetzt gucken, hoffentlich kriege ich das so halbwegs hin. Prinzipiell könnt ihr das Ding auch so wie es ist, könnt ihr das dann so pinseln, wie ihr euch das vorstellt. Also, das ist jetzt auch nicht so unbedingt das Problem. So. Und zwar will ich jetzt hier und da mache ich so ein bisschen mit dem Lötkolben eine Vertiefung mit dem Hintergrund. Ich möchte hier an der Stelle noch so eine Kordel dran machen. Also wie so eine Handschlaufe. Ihr kennt das ja, wie so ein bisschen wie so ganz früher so Polizeischlagstöcke, so was in der Art. Ne? Ich glaube, hier muss ich noch ein bisschen schleifen. Das fühlt sich noch nicht so gut an vom Festhalten. Also hier die Kante ist noch so ein bisschen. Wie gesagt, das Ding ist ein bisschen runter geworden wie das. Warum auch immer. Aber naja, gut. Aber ist nicht schlimm, wie gesagt, kann man weg. Dann habe ich mir für das Teil hier überlegt. Das wird dann so ein bisschen Richtung Endzeit, will ich das machen. Und zwar habe ich mir überlegt, so ein bisschen wie so eine Art Gewindestange. Also ein bisschen dicke Metallstange. Oben ein bisschen Gewinde mit dem Lötkolben rein. Und dann will ich hier irgendwie noch so eine Art Zahnrad oder sowas drauf machen. Also ein bisschen ja, so ein endzeitlicher Streitkolben im Mini-Format. So in der Art. Mal gucken. Man kann ja alles Mögliche machen. Kann dann auch, keine Ahnung, Metallspikes, Zahnrad, hier Metallbeschläge mit ein paar Dornen. Man kann ja alles Mögliche. Oder halt einen ganz normalen Holzknüppel, ne? Was halt am einfachsten wäre. Was ich bei dem ja dann quasi machen werde, mal abgesehen von den zwei Vertiefungen. Das wäre dann das Einfachste. Also mit den Teilen hier, da können wir so viel machen. Sind noch ungefähr gleich lang. Also kann man dann auch mal ein bisschen vergleichen, wie sowas dann aussieht. Ich gucke jetzt mal, ob der Lötkolben schon heiß genug ist. Macht das Ganze jetzt auch mit Augenmaß wieder. Also wird mal wieder alles irgendwie so groß improvisiert, kennt mich ja. So. Schauen. Ich glaube, ich mache das noch ein bisschen länger. Ich werde das aber nicht komplett durchmachen dann. Dann nämlich in der Optik würde ich noch mal was gucken. Wie gesagt, ob das danach gut aussieht, weiß ich noch nicht, aber ich will das einfach mal ausprobieren. Einfach so, weil ich kann.
irgendwie. Ich muss hier sagen, also entweder saugt der Schaumstoff extrem viel von den Eddings oder die Eddings, die sind alle nicht so richtig voll. Das ist schon ein bisschen angetrocknet. Also das geht mir schon wieder tierisch auf die Eier. Naja gut, den Rest kann ich ja dann auch mit Dings machen. Dann nehmen wir uns mal hier ein Stück oder nehmen wir davon was? Ne, machen wir hier mit. Zwar habe ich mir dann überlegt, dann machen wir dann hier so irgendwie so auf die Höhe. Machen wir dann das Zahnrad. Oder was auch immer das dann sein mag. Gucken wir mal, was der Lötkolben sagt. So, der Lötkolben sagt langsam, er möchte. Gehen wir jetzt hin. Den Lötkolben habe ich jetzt mal ausgemacht. Und dann das Ganze. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht auch schon ein bisschen, vielleicht ein bisschen weiter. Also, naja, ist okay. Vielleicht ein bisschen weiter oben machen sollen, aber ist jetzt eher. Wir machen das jetzt einfach mal so, damit ihr seht, was man mit so Sachen prinzipiell so alles machen könnte, wenn man dann will. Hm? Was sind wieder alles Reststücke, die ich hier rumliegen habe, die ich jetzt einfach mal so verbauen. Ja, da muss ich ein bisschen gucken. Das ist nicht ganz gleichmäßig, aber ist auch nicht schlimm. So. Prinzipiell könnte da auch quasi, mal abgesehen, ich will ja mit diesem etwas gröberen Zahnrad das machen, ihr könntet natürlich auch hingehen und macht das, sag schnell, so eine fette Mutter oder sowas. Könnt ihr natürlich auch machen, ne? Also, nur so als kleine Idee. Also das ging jetzt quasi auch. Wie gesagt, da ist euren Gestaltungswillen das freie Hand gelassen, wie ihr das dann nachher gestaltet. Also so wie ihr es halt hinkriegt. Ne? Wie gesagt, das hier ist natürlich das einfachste. Einfach ein Stück Holz, Knüppel und dann gib ihm. Ne? Einfach herzustellen. Auer macht's auch. Ne? Also wenn es denn echt wäre. So. Das sollte jetzt hoffentlich mal halten. Dann gehen wir hin. Ich habe hier noch so ein paar Reststücke liegen. Ja. Wir machen das Ganze ein bisschen länger. Jetzt muss ich mal gucken. Ich mache das jetzt einfach mal wieder frei Hand. Ja, kennt mich ja. Also nicht schimpfen, wenn das nicht so 100% alles gleich ist. Mir geht es halt jetzt nur darum zu zeigen, was man mit so Sachen halt alles machen kann. So. Muss erstmal reichen. Mal schauen. Ich habe die natürlich auch ein bisschen länger gemacht. Ich klebe jetzt einfach hier erstmal einen so über die Klebekante drüber. Dann habt ihr die nämlich auch schon kaschiert. So, wo ist nicht.
wir einen frei. Und dann machen wir wieder einen drauf. Ich mache das jetzt wirklich alles nur so grob, ne? Also der eine, der macht das ja mit zum Beispiel Mischer, mit mathematischen Formeln. Ich bin ein bisschen einfacher gestrickt, vielleicht auch ein bisschen dümmer bei so Sachen. Ich mache einfach nach Gefühl. Ja, ist nicht so ganz ausgekommen, aber es geht. Also man merkt den Unterschied kaum. War jetzt aber Zufall, ne? Also nicht, dass der meint, das hätte ich jetzt irgendwie berechnet oder was. Das war wirklich jetzt Zufall, dass das so gut ausgeht. Dann gehe ich jetzt hin, tue mal einmal rundherum, schneide ich hier die überstehenden Ränder ab. Dann haben wir das jetzt hier schon mal. Dann gehe ich jetzt hin, damit das noch ein bisschen hübscher aussieht. Schräge ich das Ganze noch ein bisschen an. Müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr nicht die anderen Sachen auch alle anschneidet. So, bei dem werden wir hier noch ein bisschen schleifen. So, oh, schon mal besser. Ja, das wären jetzt so die zwei Teile. Gehen wir noch mit dem Lötkolben mal was drüber. Wir glätten das Ganze heute mal mit dem Lötkolben. Also können wir natürlich auch mit Dings machen, mit dem Heißluftföhn. Aber ich mache jetzt mal auf die Schnelle. Gehe ich jetzt mal mit dem Lötkolben drüber. Ihr seht, das geht ganz gut. Muss man noch halt relativ schnell drüber ziehen. Ja. Macht das dann auch mit der runden Seite. Kann dann natürlich auch mit der Spitzen oder müsst ihr halt noch ein bisschen mehr aufpassen. Dass danach auch alles geglättet ist. Weil mit der Spitze, wenn er ein bisschen zu nah dran kommt, oder eventuell auch hier mit der Mutter, wo das festgeschraubt ist, kann es dann passieren, dass er das dann so ein bisschen da reingedrückt hat. Und das sieht dann meistens nicht so schön aus. So, dann haben wir das Ganze soweit geglättet. Ich denke mal, wir machen noch zwei Teile draus, sonst wird das wahrscheinlich wieder zu lang. Ja Leute, ich glaube, ich mache aus dem Ganzen wieder einen Zweiteiler, sonst wird das wieder zu lang. Soweit sind die Dinger ja schon mal fertig. Ich denke mal, das sieht schon ganz nett aus. Ja. Wie gesagt, ist relativ simpel herzustellen. Dann werde ich dann im zweiten Teil das Ganze hübsch machen. Bisschen pinseln, so die üblichen Schichten wieder drauf, weil das kennt ihr ja schon, das zeige ich euch dann im nächsten Teil. Dann hoffe ich mal, das erste Teil hat euch schon gefallen. Wenn ihr Anregungen habt oder euch selbst ein bisschen inspiriert habt für eigene Projekte, freut mich natürlich. Na, dann sehen wir uns beim zweiten Teil, wenn ich das Ganze dann hübsch mache. Bleibt dabei nicht, er geht ja jetzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns.